Nathan stand vor dem Klavier, spürte die gespannten Blicke der Klasse, die schwer auf ihm lasteten. Das unterdrückte Kichern seiner Mitschüler schnürte ihm die Brust zu. Ihm war klar, dass dies keine Einladung war, sein Talent zu zeigen. Es war eine Falle. Die Lehrerin Frau Harrison verschränkte die Arme und zeigte ein frostiges Lächeln. »Na los, Nathan, oder kannst du etwa gar nicht spielen?« Er verstand ganz genau, was hier vor sich ging. Es war ein Versuch, ihn zu demütigen. Sie wollte beweisen, dass er nicht an diese Schule passte. Doch was niemand ahnte war, dass Nathan kurz davor stand, alle auf die eindrucksvollste Weise zu überraschen. Es war ein grauer Tag, als Nathan Brooks das Tor der Madison Elite High School durchschritt, einer der angesehensten Bildungseinrichtungen in ganz New York. Er klammerte sich an den Träger seines Rucksacks und versuchte, die neugierigen Blicke und das Getuschel der Schüler zu ignorieren, die ihn beim Vorbeigehen musterten. Er wusste bereits, dass sein Weg hier kein leichter sein würde. Dies war eine Schule für Kinder der Elite, stilvoll, wohlhabend und nie gezwungen, für etwas kämpfen zu müssen. Nathan kam aus einem einfachen Viertel und war nur dank eines Stipendiums hier, das er wegen seines musikalischen Talents erhalten hatte. Doch niemand schien das zu interessieren. Er durchquerte die prunkvollen Gänge auf der Suche nach seinem Klassenzimmer, als ihn eine feste Stimme ansprach. »Du musst der neue Schüler sein, Nathan Brooks.« Er drehte sich um und sah sich einer Frau gegenüber, deren Haltung streng, ihr Blick prüfend war und deren Dutt perfekt saß. »Sind Sie die Musiklehrerin, Frau Harrison?« »Ganz genau«, antwortete er höflich. Sie musterte ihn von oben bis unten, presste die Lippen zusammen in einem Ausdruck der Kritik. Ich hoffe, du bist dieser Schule würdig. Disziplin wird bei uns sehr ernst genommen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich um und betrat den Raum. Nathan folgte ihr mit dem unguten Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Sobald er das Musikzimmer betrat, spürte er sofort, dass dieser Raum anders war. Die Schüler saßen in perfekt ausgerichteten Reihen, alle mit aufrechter Haltung, als befänden sie sich in einem stillen Wettstreit, wer mehr Perfektion zeigen konnte. Der Boden glänzte, die Instrumente waren modern und teuer und die Notenblätter lagen ordentlich auf jedem Tisch. Er sah sich um und bemerkte, dass er der einzige schwarze Schüler im Raum war. Er spürte die verstohlenen Blicke, das gedämpfte Flüstern, doch am meisten störte ihn, dass Frau Harrison ihn schlichtweg ignorierte. Sie schritt zwischen den Reihen entlang und lobte die Schüler, die sie bereits kannte. »Sehr gut, Emily, ich erwarte Großes von dir dieses Jahr.« »Ah, Charles, hast du dein eigenes Notenblatt mitgebracht? Immer so fleißig.« »Hervorragend, ihr alle habt eine vielversprechende Zukunft vor euch.« Nathan blieb stehen und wartete auf eine Anweisung. Doch sie sagte kein Wort. Erst als einer der Schüler die Hand hob und fragte, »Frau Lehrerin, wo soll er sitzen?« wandte sie sich endlich an ihn. »Ach ja, der neue Schüler.« Ihr Ton war gleichgültig, als hätte sie gerade erst an seine Anwesenheit gedacht. Sie zeigte auf eine einzelne Bank ganz hinten im Raum. »Du kannst dich dort hinsetzen, Nathan. Ich möchte sehen, ob du mithalten kannst.« Nathan ging schweigend zu dem Platz, der ihm zugewiesen wurde. Er setzte sich und holte ein kleines Notizbuch aus seinem Rucksack, in dem er seine Melodien zu skizzieren pflegte. Doch statt ihn willkommen zu heißen oder ihn in die Gruppe zu integrieren, betonte die Lehrerin bewusst seine Andersartigkeit. »Heute sprechen wir über die Bedeutung der Tradition in der klassischen Musik«, sagte sie mit verschränkten Armen. »Nicht jeder besitzt diese Raffinesse, aber hier lehren wir die wahre Kunst.« Ihr Ton war provozierend. Nathan spürte die Spitze. Einige Schüler lächelten verstohlen, sie hatten die Anspielung verstanden. Er schwieg. Er wusste, dass es nichts brachte, jetzt etwas zu erwidern. Anschließend verteilte Frau Harrison die Notenblätter. Nur nicht an ihn. Nathan blickte sich um und wartete darauf, dass sie es bemerkte. Doch die Lehrerin fuhr mit dem Unterricht fort, als wäre nichts geschehen. Als er die Hand hob, um nach den Noten zu fragen, kam die Antwort schroff. »Vielleicht hörst du heute lieber nur zu. Lern erst mal, bevor du versuchst mitzumachen.« Vereinzeltes Kichern hallte durch den Raum. Nathans Gesicht glühte, doch er atmete tief durch. Er hatte solche Situationen schon früher erlebt.
noch musste er nichts beweisen. Was die Lehrerin nicht wusste, war, dass dieser einfache Junge, den sie so beharrlich unterschätzte, ein Talent besaß, das jeden Raum im Nu zum Verstummen bringen konnte. Die Woche verging und Nathan merkte, dass Frau Harrison ihn niemals wirklich in den Unterricht einbezog. Während die anderen Schüler spielen durften, Lob bekamen und ihre Fehler korrigiert wurden, wurde Nathan ständig übergangen. Doch an jenem Freitag änderte sich etwas. Die Lehrerin verschränkte die Arme und machte eine Ankündigung an die Klasse. Heute bewerten wir die individuelle Leistung eines jeden. Ich möchte sehen, was ihr bisher gelernt habt. Die Schüler begannen sich vorzubereiten. Emily war die Erste und spielte ein einfaches Stück von Beethoven. Die Lehrerin lächelte und sprach ein paar lobende Worte. Danach spielte Charles einen Abschnitt von Chopin mit einigen Fehlern, doch auch er wurde ermutigt. Plötzlich richtete Frau Harrison ihren Blick auf Nathan. »Nathan, warum zeigst du uns nicht, was du kannst?« Ihr Ton war von Verachtung durchdrungen. Er war überrascht. Bis zu diesem Moment hatte sie ihn praktisch ignoriert. Und jetzt sollte er plötzlich spielen? Nathan zögerte einen Moment. Er spürte die Blicke auf sich, einige voller bösartiger Erwartung. Sie wollten ihn scheitern sehen. »Na los, Nathan«, höhnte einer der Schüler leise. Die Lehrerin hob eine Augenbraue und beharrte darauf. »Oder tust du nur so, als könntest du spielen?« Diese Provokation traf Nathan wie ein direkter Schlag. Ihm war klar, dass die Lehrerin in diesem Moment eine perfekte Gelegenheit sah, ihn öffentlich bloßzustellen. Sie wollte beweisen, dass er es nicht verdiente, an dieser Schule zu sein. Er hätte ablehnen können, hätte einfach schweigen können. Doch stattdessen stand er ruhig auf und ging zum imposanten Flügel in der Mitte des Raumes. »Dann wollen wir mal sehen, was du kannst«, sagte Frau Harrison und verschränkte die Arme, ihr Lächeln triefte vor Ironie. Nathan setzte sich vor das Instrument und atmete tief durch. Er legte die Hände auf die Tasten. Für einen kurzen Moment herrschte absolute Stille im Raum. Dann begann er zu spielen. Die ersten Akkorde klangen sanft, melancholisch, voller Gefühl. Doch je weiter seine Finger sich über die Tasten bewegten, desto kraftvoller wurde die Musik, bis sie sich zu einem intensiven, majestätischen Klangteppich entfaltete. Was niemand wusste, Nathan brauchte keine Notenblätter. Er spielte nach Gehör mit einer Leichtigkeit, die kein anderer Schüler in diesem Raum auch nur annähernd nachahmen konnte. Der Raum, der zuvor noch von Gekicher und Getuschel erfüllt war nun in Respekt und Bewunderung getaucht. Die Gesichter seiner Mitschüler veränderten sich, einige rissen die Augen auf, andere tauschten ungläubige Blicke aus. Es ließ sich nicht mehr leugnen. Nathan konnte nicht nur spielen. Er war ein wahres Talent. Die einzige, die sich dem, was sie sah, widersetzte, war Frau Harrison. Ihr Gesicht spannte sich für einen Moment an. Sie hatte das nicht erwartet. Niemals hätte sie gedacht, dass der Junge, den sie demütigen wollte, in Wahrheit der brillanteste der ganzen Klasse war. Als Nathan sein Spiel beendete, hielt die Stille noch immer an. Niemand brachte ein Wort heraus. In diesem Moment hob Nathan den Blick und sah die Lehrerin direkt an. Sie blinzelte mehrmals, versuchte ihre Unsicherheit zu verbergen. Doch es gelang ihr nicht. Nathan musste nichts sagen. Die Musik hatte bereits alles für ihn gesprochen. Die Atmosphäre im Raum war aufgeladen. Keiner der Schüler wusste genau, wie er reagieren sollte. Diejenigen, die eben noch über ihn gelacht hatten, saßen nun mit offenem Mund da, unfähig, ihr Erstaunen zu verbergen. Emily sah zu Charles hinüber, der nur mit den Schultern zuckte, als würde er noch immer versuchen zu begreifen, was gerade passiert war. Andere flüsterten sich beeindruckt etwas zu. Doch die auffälligste Reaktion kam von Frau Harrison selbst. Sie rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Ihr Blick war nicht mehr überlegen. Zum ersten Mal wirkte sie unsicher, als wüsste sie nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Sie räusperte sich, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Interessant. Nathan beobachtete sie aufmerksam. Er wartete auf Anerkennung, ein Lob, irgendein Wort, das sein Können würdigte, so wie sie es bei den anderen tat. Doch stattdessen stand sie auf und drehte ihm den Rücken zu. »Nun gut, machen wir weiter. Nächster Schüler.« Das Getuschel wurde lauter. Einige Schüler tauschten empörte Blicke aus. »Frau Lehrerin, das war unglaublich«,
rief Emily. »Ja, echt. Ich habe noch nie jemanden so spielen hören«, fügte ein Junge aus der letzten Reihe hinzu. Nathan musste nichts mehr hören, um zu verstehen. Sie weigerte sich, seine Leistung anzuerkennen. Sie hatte ihn scheitern sehen wollen. Doch jetzt, wo er alle in seinen Bann gezogen hatte, tat sie lieber so, als sei nichts geschehen. Nathan spürte die Frustration in sich aufsteigen, blieb aber ruhig. Er brauchte ihre Anerkennung nicht. Wichtig war, dass jetzt alle in diesem Raum die Wahrheit kannten. Was Nathan jedoch noch nicht wusste, das war längst nicht das Ende. Frau Harrison würde noch alles daran setzen, um sein Licht zu dimmen, doch am Ende würde sie selbst den Preis dafür zahlen. Der Unterricht war zu Ende, aber der Eindruck, den Nathans Auftritt hinterlassen hatte, blieb. Einige Schüler traten an ihn heran, noch immer sichtlich beeindruckt. »Mann, wo hast du gelernt, so zu spielen?« fragte Charles, derselbe Junge, der ihn zuvor verspottet hatte. Doch diesmal klang seine Stimme voller echter Bewunderung. Nathan antwortete mit einem zurückhaltenden Lächeln. »Ich war schon immer leidenschaftlich in die Musik verliebt.« Emily, die bisher noch kein Wort mit ihm gewechselt hatte, trat ebenfalls näher. »Das war einfach unglaublich. Du spielst besser als jeder hier. Besser sogar als manche Profis, die ich schon auftreten gesehen habe.« Nathan bedankte sich, aber in seinem Inneren spürte er eine gewisse Anspannung. Er wusste, dass er sich von der Begeisterung nicht blenden lassen durfte. Frau Harrison würde das nicht einfach so auf sich sitzen lassen, und er sollte Recht behalten. Im nächsten Unterricht tat sie so, als wäre nie etwas passiert. Immer wenn die Schüler gebeten wurden, am Klavier zu üben, ignorierte sie Nathan völlig. »Emily, bitte spiel den Abschnitt, den wir geprobt haben.« »Charles, versuch es noch einmal.« Nathan hob die Hand. »Frau Lehrerin, und ich?« Der Raum verstummte. Einige Schüler sahen ihn gespannt an und warteten auf die Antwort. Frau Harrison verschränkte die Arme und lächelte gezwungen. »Nathan, ich denke, wir haben genug von dir gesehen. Du scheinst lieber zu improvisieren, statt dich an die Strukturen der klassischen Musik zu halten. Und hier schätzen wir Disziplin.« Ihr Ton war eisig, ohne jede Freundlichkeit. Nathan schluckte schwer. Er wusste genau, was diese Worte bedeuteten, egal wie gut er war. Für sie würde es niemals genug sein, doch diesmal war er nicht mehr allein. »Das ist unfair«, sagte Emily mit fester Stimme und sah die Lehrerin direkt an. Charles stimmte zu. »Er spielt besser als wir alle, und trotzdem gibst du ihm nicht mal eine Chance.« Auch andere Schüler begannen untereinander zu tuscheln und ihre Unterstützung zu zeigen. Frau Harrison hatte eindeutig die Kontrolle über die Klasse verloren. »Das ist keine Diskussion«, sagte sie bemüht, ihre Autorität zurückzugewinnen. »Ich bin hier die Lehrerin und ich entscheide, wer spielt.« Doch in diesem Moment ertönte eine ernste Stimme von der Tür her. Interessant, denn ich als Direktor dieser Schule entscheide, wer hier unterrichten darf. Es war Herr Reynolds, der Direktor der Madison Elite High School. Augenblicklich herrschte Stille. Frau Harrison erbleichte. Nathan drehte sich überrascht zum Direktor um. Er hatte keine Ahnung, wie lange dieser schon dort stand, doch sein fester Blick ließ erahnen, dass er genug gehört hatte. »Herr Reynolds«, begann sie mit einem gezwungenen Lächeln, »das ist nicht, wie es aussieht. Ich versuche nur, die Struktur des Unterrichts aufrechtzuerhalten.« Doch der Direktor hob die Hand und unterbrach sie. Die Struktur des Unterrichts sollte auf Leistung und Förderung von Talent basieren, und was ich hier gehört habe, war das genaue Gegenteil. Frau Harrison öffnete den Mund, um zu antworten, doch sie zögerte. Zum ersten Mal hatte sie die Kontrolle verloren. Der Blick des Direktors richtete sich nun auf Nathan. »Junger Mann, man sagt, Sie hätten ein außergewöhnliches Talent. Würden Sie uns eine kleine Kostprobe geben?« Nathan nickte. Das war seine Chance. Mit festen Schritten ging er zum Klavier, und ohne ein einziges Notenblatt begann er zu spielen. Diesmal ging es nicht nur darum, etwas zu beweisen. Er spielte aus einem tieferen Grund. Er spielte, um sein wahres Wesen zu offenbaren. Jede Note trug ein Gefühl in sich. Jeder Akkord war wie ein Teil seiner Geschichte. Die Melodie erfüllte jeden Winkel des Raumes, und alle hörten in vollkommener Stille zu. Als er endete, war es der Direktor selbst, der sich erhob und applaudierte. »Außergewöhnlich«, rief er.
Das ist, was man ein wahres Talent nennt, und solche Talente müssen erkannt und gefördert werden. Der Direktor wandte sich an Frau Harrison, die nun sichtlich unwohl war. Und ich würde gern verstehen, warum ein solches Talent in ihrem Unterricht übersehen wurde. Die Lehrerin versuchte sich zu rechtfertigen, doch ihre Stimme versagte. Ich wollte nur Ordnung im Unterricht wahren. Ordnung oder Vorurteil? Entgegnete der Direktor mit schneidendem Tonfall. Der Raum versank in tiefem Schweigen. Jeder wusste, was die Wahrheit war. Das Schicksal der Lehrerin war besiegelt. Niemand wagte ein Wort zu sagen. Alle Blicke richteten sich auf Frau Harrison, die verzweifelt nach einer Erklärung für ihr Verhalten suchte. Doch tief im Innern wusste sie, dass es keine Ausrede gab. Direktor Reynolds ließ seinen Blick nicht von ihr. Die Madison-Elite hat einen Ruf zu wahren, sagte er mit fester Stimme. Wir tolerieren keine diskriminierenden Haltungen, schon gar nicht von jemandem, der Vorbild sein sollte. Frau Harrison versuchte zu lächeln, doch ihr Unbehagen war nicht zu übersehen. Herr Direktor, ich wollte lediglich ein gewisses Niveau in der musikalischen Disziplin wahren. Ich habe Nathan nie anders behandelt. Ich dachte nur, dass er vielleicht noch nicht bereit war, im Unterricht aufzutreten. Das Gemurmel der Schüler wurde lauter. Alle wussten, dass sie log. Wirklich? Der Direktor hob eine Augenbraue. Warum hat er dann nicht dieselbe Chance bekommen wie alle anderen? Sie schluckte schwer. Also, Doch sie konnte nichts mehr sagen. Es gab keine Entschuldigung mehr. Da entschloss sich Nathan, die Stille zu brechen. Mit ruhiger, aber fester Stimme sagte er: Seit meinem ersten Tag hier haben Sie mich ignoriert. Ich habe die Blicke bemerkt, die Flüstereien, wie ich anders behandelt wurde, aber was mich am meisten verletzt hat, war nicht das, was man mir angetan hat, sondern der Gedanke daran, wie viele andere Schüler das Gleiche durchmachen mussten und nie die Chance hatten zu zeigen, was in ihnen steckt. Seine Worte schnitten durch den Raum wie eine scharfe Klinge. Einige Mitschüler senkten beschämt den Blick, andere nickten stumm. Der Direktor seufzte und sah die Lehrerin an. Das Talent eines Schülers darf niemals durch Vorurteil unterdrückt werden, und ich kann nicht zulassen, dass solche Einstellungen an dieser Schule weiter bestehen. Frau Harrisons Augen weiteten sich erschrocken. Wie bitte? Ich beende hiermit offiziell Ihr Arbeitsverhältnis mit dieser Einrichtung. Ab sofort gehören Sie nicht mehr zum Lehrkörper der Madison Elite High School. Die Klasse geriet in Aufruhr. Einige Schüler zeigten sich überrascht, andere lächelten erleichtert. Frau Harrison wurde bleich. Bitte, Herr Direktor. Doch die Entscheidung war gefallen. Packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie das Schulgelände bis zum Ende des Tages. Sie zögerte einen Moment, sah sich um, doch sie erkannte schnell, dass niemand sie unterstützen würde. Nicht einmal jene Schüler, die sie früher angehimmelt hatten. Ohne ein Wort nahm sie ihre Sachen und verließ den Raum mit gesenktem Blick. In dem Moment, als sich die Tür hinter ihr schloss, schien der Raum wieder aufzuatmen. Nach Frau Harrisons Abgang versuchten die Schüler immer noch zu begreifen, was geschehen war. Für viele war diese Wendung völlig unerwartet. Für Nathan war es die Bestätigung, dass Gerechtigkeit manchmal auf sich warten lässt, aber letztlich immer kommt. Direktor Reynolds wandte sich wieder an ihn mit einem leichten Lächeln. Nathan, dein Talent ist bemerkenswert und ich kann das nicht einfach ignorieren. Nathan sah ihn überrascht an. Was meinen Sie damit? Die Schule plant eine besondere Aufführung für den Galaabend dieses Semesters. Es ist ein prestigeträchtiges Event mit einflussreichen Gästen und einzigartigen Chancen. Und ich möchte, dass du der Hauptpianist des Abends bist. Die Klasse reagierte mit Erstaunen und Begeisterung. Wirklich? Fragte Emily begeistert. Das ist ja fantastisch, meinte Charles, sichtlich beeindruckt. Nathan spürte, wie sein Herz schneller schlug. Nach allem, was er durchgemacht hatte, wurde er nun auf großartige Weise gewürdigt. Doch trotz der Freude kam ihm ein Zweifel. Aber, Herr Direktor, und die anderen Schüler? Ich bin doch neu hier. Vielleicht verdient jemand anderes diese Chance. Der Direktor lächelte. Talent wählt sich nicht den Zeitpunkt aus, um zu erscheinen. Du hast deinen Wert bewiesen und jetzt ist deine Zeit gekommen zu glänzen. Nathan sah sich im Raum um und bemerkte, dass ihn seine Mitschüler nicht mehr als Außenseiter sahen. Emily berührte sanft seine Schulter. Du hast es verdient, Nathan. Wir alle wissen das.
Er atmete tief ein und ließ die Emotionen zu. Dies war der Beginn von etwas viel Größerem. Ich nehme an. Der Raum brach in begeisterten Applaus aus. Nathan lächelte. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft an dieser Schule hatte er das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Der lang ersehnte Galaabend war gekommen und die Madison-Elite erstrahlte in vollem Glanz. Das Auditorium war voll. Schüler, Lehrer, Eltern und besondere Gäste. In der Mitte der Bühne glänzte ein Konzertflügel unter dem Scheinwerferlicht. Nathan wartete hinter der Bühne, atmete tief durch. Dies war die größte Chance seines Lebens. Emily und Charles standen an seiner Seite. »Bereit?« fragte Emily mit einem Lächeln. »Mehr denn je«, antwortete er. Direktor Reynolds betrat die Bühne und griff zum Mikrofon. »Meine Damen und Herren, heute erwartet Sie eine ganz besondere Darbietung. Er ist erst seit kurzem bei uns, aber er hat bereits gezeigt, dass Kunst keine sozialen, rassischen oder wirtschaftlichen Barrieren kennt. Darf ich vorstellen, Nathan Brooks.« Applaus erfüllte das Auditorium. Nathan trat ans Klavier, setzte sich und schloss für einen Moment die Augen. Es war sein Moment. Dann begann er zu spielen. Die Melodie war kraftvoll, von tiefen Gefühlen getragen. Eine perfekte Kombination aus Technik und Emotion. Etwas, das kein anderer Schüler an dieser Schule hätte hervorbringen können. Jede Note erzählte eine Geschichte. Seine Geschichte. Das Publikum lauschte gebannt. Einige schlossen die Augen, um die Musik ganz in sich aufzunehmen, andere sahen sich bewundernd an. Sogar die Lehrkräfte waren sichtlich bewegt. Als der letzte Ton verklang, herrschte einen Moment lang stille Ehrfurcht. Dann brach tosender Applaus im Saal aus. Nathan erhob sich und blickte ins Publikum, erfüllt von einem Gefühl, das er nie zuvor gespürt hatte. Zugehörigkeit. In der ersten Reihe lächelte Direktor Reynolds und nickte ihm anerkennend zu. Er musste nichts sagen. Nathan hatte sich alles mit eigenem Verdienst erkämpft. Einige Tage später erhielt Nathan einen Brief. Es war eine Einladung für ein Vollstipendium an einem renommierten Konservatorium. Sein Talent hatte die Mauern der Schule durchbrochen. Nun wollte die Welt seine Musik hören. Was Frau Harrison betraf, von ihr hörte man dort nie wieder etwas. Ihr Abgang blieb als Mahnung bestehen. Kein Vorurteil kann ein wahres Talent auslöschen. An diesem Tag lernte Nathan eine Lektion, die ihn für immer begleiten würde. Gerechtigkeit kann auf sich warten lassen, aber sie kommt immer, und so nahm Nathans Leben eine neue Richtung. Aus einem gedemütigten Jungen wurde ein Symbol für Überwindung und Stärke. Und jetzt sag mir, hast du jemals eine Situation erlebt, in der du jemandem deinen Wert beweisen musstest, der an dir zweifelte? Wie war das? Vergiss niemals, manchmal entsteht aus dem Schweigen der Ablehnung der kraftvollste Klang unserer Wahrheit. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.